letzte Tag verbringe ich bei euch, ihr lieben Freunde. Über Nacht bei Morgenröte begleiten werden Tränen mich. Du kannst ganz ruhig sein, Katja. Mein Alter wird mir die 3000 Rubel schon geben. Ich werde vor ihn hintreten und sagen, gib mir die 3000. Ich will heiraten. Ich will meine Katja heiraten. Und dann gehe ich zum Oberst und sage, hier ist die Kaution. Und dann, sehr einfach. Wirst schon sehen. Ganz einfach. Wenn wir dann haben, die 3000 nicht gibst, Aber wie kann er denn das? Es ist doch mein mütterliches Erbteil. Ich will glauben, dass alles gut wird. Alles, Katja. Alles wird... Aber Lydia! Aber Lydia! Schnell! Gruschinka ist da! Hallo, Smerjakov. Ihr habt mich wohl nicht erwartet, was? Na, wie geht's? Wo ist denn der Alte? Ich muss ihn sprechen. Ihr Herr Vater? Vater! Überraschender Besuch, was? Ich bin gekommen, um Geld und Segen zu holen. Gut, danke. Morgen. Morgen. Ich habe jetzt keine Zeit. Was ist denn los? Ihr Herr Vater erwartet. Ivan! Was ist denn los? Warum empfängt mich denn der Alte nicht?
Du, Ivan, sag doch, was ist denn in dem Haus? Der greise Salomon erwartet seine Sulamit. Romeo von 65 Jahren. Mit einem Wort, der Alte ist schon wieder mal verliebt. Ist ja nicht zu fassen. Ja. Und stark wie der Tod ist die Liebe. Besonders die Karamazowsche. Ja, was soll ich denn anfangen? Ich muss 3000 Rubel haben, Kaution. Und morgen muss ich zum Regiment zurück. Smerdjakov, gibt der Alte das Geld? Er ist nämlich bei ihm Vertrauensperson geworden. Der alte Herr braucht jetzt selbst das Geld. Wollen heiraten. Sind sehr verliebt. Scher ich zum Teufel. Heiraten, du Idiot. Wer ist sie denn? Une personne qui s'appelle Gruschenka. Gruschenka. So ein Frauenzimmer von hier, eine Hure. Und die will er heiraten? Wenn sie geruhen wird, ist sie bald unsere gnädige Frau Mama. Seit Wochen wartet er jede Nacht auf sie. Ich will mit ihm reden. Wäre es nicht doch besser, Herr Karamazov, wenn Sie die Herrschaften beruhigen würden? Oder halten Sie es nicht für notwendig? Und ich werde nicht zugeben, dass du dich zum Narren machst. Du wirst sie nicht heiraten. Und jetzt werde ich selbst mit ihr sprechen. Jetzt gleich. Ich muss Sie sofort sprechen. Gehen Sie nochmals hinauf. Aber meine Herrin ist... Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie. Gruschenka, bist du mal fertig? Wir kommen doch zu spät. Ich komme gleich. Der Wagen wartet schon, Gruschenka. Mein Mann. Ja? Herr Karamazov lässt sich nicht abweisen. Sag ihm doch, ich bin eingeladen. Ich bin im Weggehen. Der Wagen wartet. Das habe ich schon alles gesagt. Das ist ja eine Unverschämtheit. Was will denn dieser Mensch? Ich bitte Sie, allein sprechen zu dürfen. Also, Kinder, los. Gehen wir. Kommen Sie morgen Mittag. Das geht nicht. Ich reise morgen früh ab. Ich muss Sie heute sprechen. Und ich muss weg. Aber Sie werden doch, hoffe ich, diese Nacht noch zurückkommen. Vielleicht. Wahrscheinlich. Wenn Sie so lange warten wollen. Gut,
warte. Tina, nimm den Mantel. Herr Karamazov wartet. Bitte wollen Sie Tee? Unser Erster, auch ein Offizier. Erst hat er ihr den Kopf verdreht und dann geheiratet hat er sie nicht. 3 Jahre lang haben wir nichts von ihm gehört. Jetzt schreibt er wieder, süße Gruschenka, weil wir wieder Geld haben. Und sie glaubt ihm wieder. Also? Was wünschen Sie von mir? Ich nehme an, Sie wissen, was mich hierher geführt hat. Schämen Sie sich nicht, einen alten Mann so verrückt zu machen. Sie, eine 20-jährige Frau. 19. Der Alte ist ja völlig um seine Vernunft gekommen. Man kann ja mit ihm nicht mehr reden. Also muss ich von Ihnen verlangen, dass Sie klar und deutlich erklären, dass Sie mit ihm Schluss machen. Entscheiden Sie sich. So oder so. Ich muss es wissen. Warum lachen Sie? Der Schal. Mein Schal. Vorsicht! Sie zerreißen ihn. Geben Sie den Schal her. Also werden Sie heute mit dem Alten Schluss machen? 100 Rubel hat er gekostet, der Schal. Zum Teufel. Antworten Sie auf meine Frage. Echte Spitzen. 100 Rubel. 100 Rubel. Da haben Sie 100 Rubel und zum Teufel mit diesem. Rühren Sie das Bild nicht an. Meinem lieben Mietinka? Geben Sie das Bild her. Sie nennen sie Mietinka? Von seiner Kasse. Also bitte. Sie braucht? Geben Sie das Bild her. Geben Sie das Bild her. Also wollen Sie mir das Bild hergeben? Geben Sie das Bild her. Sie sollen das Bild her. Wollen Sie das Bild hergeben? Nein! Ach, Sie wollen Geld haben? Hier. Nein. Hier haben Sie so viel Sie wollen.
Hallo, wo bleibt mein Bier? Du bist ein kalter Mensch, Ivan. Du lebst mit dem Verstand. Aber mit dem Kopf allein ist das hier niemals zu verstehen. Ich bin zu Gruschenka gekommen und schon war ich verloren. Bin bei ihr geblieben. Und jetzt ist alles beim Teufel. Katja, der Dienst und die Ehre. Ja, wenn du willst, auch die Ehre. Heute wird sie bestimmt kommen. Wie? Wird nicht widerstehen können. Die hat mich gezwungen, tief in die Tasche zu greifen. Ein Vermögen. So viel Geld könnte man ja eine Sünde auf sein Gewissen nehmen. Und das Kistchen. Du sollst ihr bestellen. Das Geld wartet unterm Küchennetz. Unterm Kissen. So sollst du ihr sagen. Wollen Sie es nicht lieber hinter die heiligen Bilder stecken? Sicher wahr. Herrgott, liegt es sicher. Was? Und sag ihr, sie soll sich vor Dimitri hüten. Sie soll durch den Garten gehen und soll ans Fenster klopfen. So. Vom Menschen wie unser Vater einer ist, wurde Gruschenka verdorben. Erschlagen müsste man diese Teufel. Auch den Vater? Ja. Auch den Vater. Der bringt seinen Alten noch um. Seine Sache. Ich werde hingehen und Sie fragen, ja oder nein? bevor du nicht öffnest. Hörst du? Ich muss dich sofort sprechen. Ich spreche die Tür auf, wenn du nicht öffnest.
Aus. Ja? Hast gespielt mit mir. Und jetzt adieu, meinst du? Was? Au revoir, Monsieur Karamazov. Warum antwortest du mir nicht? Gruschenka! Ja oder nein? Oder hast du vielleicht wieder eine neue gefunden? Wie viel wiegt der hier, der neue? 10 Rubel? Ein anständiger Preis. Auf der Straße gibt man sonst für 3. Aber 10 Rubel werde eventuell auch ich dir geben. Einverstanden? Ich bezahle im Voraus. Oder hast du dich vielleicht mit meinem Vater geeinigt? Mit ihm kann ich natürlich nicht konkurrieren. Das ist mir zu teuer. Wie soll ich auch? Ich armer Offizier. Warum lässt du mich denn wie ein Hund vor deiner Tür winseln? Ich wiederhole mich. Warte nur noch einen Tag. Ich habe noch etwas zu erledigen. Einen kurzen Tag. Vielleicht sage ich dir dann ja. Oder vielleicht auch nein. Wie? Und vielleicht mit dir. Vielleicht auch nein. Du gehst zu meinem Vater. Du. Vielleicht. Und vielleicht aber auch zu einem anderen. Du Hure. Hinaus. Du bist gekommen, um sie zu holen. Ich soll heute die endgültige Antwort erhalten. Du wirst mir sagen, was sie ihm für eine Antwort schickt. Hörst du? Du wirst es mir sagen. Ich werde Sie benachrichtigen. Du kommst dann sofort zu mir. Ich werde dich erwarten. Herr Karamazov, eine Dame erwartet Sie in Ihrem Zimmer.
Ich habe das Geld bekommen für die Kaution. Hier ist es. Nun kannst du tun, was du willst. Du kannst mit nach Moskau kommen und du kannst auch weiter hier bleiben. Katja, ich fahre mit dir. Ich fahre mit dir. Wart auf mich. Mein Zug fährt um 10. Wenn du mitfahren willst, ich werde dich auf dem Bahnhof erwarten. Die Rechnung. Ich fahre nach Moskau. Herein. Leg die Rechnung auf den Tisch. Das Geld werde ich schicken. Jetzt habe ich keins. Wenn ich mir erlauben darf, Ihnen Mitteilung zu machen. Du? Sie haben mir befohlen, herzukommen. Aber ich möchte Sie bitten. Hat sie gesagt, dass sie zu ihm geht? Hat sie das gesagt? Ich bitte Sie, mich wieder fortgehen zu lassen. Geht sie zu ihm? Aber ich sehe, Sie wollten packen und abreisen. Wenn ich mir erlauben darf, Ihnen einen Rat zu geben. So. Du gib Antwort. Du Schuft. Sie kommt. Heute Abend kommt sie zu ihm. Hat schon Geld für Sie bereitgelegt. In einem Umschlag unterm Kissen. Unterm Kissen? Ja, unterm Kissen. Auch ein Zeichen hat er sich ausgedacht. Sie soll ans Fenster klopfen. Dann öffnet er. Soll sie nur nicht zu ihm gehen. Gib ihr das. Warte.
wenn ich mir erlauben darf, Ihnen folgenden Vorschlag zu machen. Wenn ich bis 10 Uhr nicht bei Ihnen hier erschienen bin, hat Ihr Geld nicht geholfen. 10 Uhr. Es ist gut, dass Sie wegfahren. Sie sind ein kluger Mensch. Wieso? Ich habe so eine Vorahnung. Gruschenka kommt heute Nacht. Und Sie kennen doch Ihren Bruder. Du bist doch da, um aufzupassen. Sie wissen doch, ich bin ein kranker Mensch, ein Epileptiker. Ich bin keinen Augenblick vor einem Anfall sicher. Und du glaubst, dass du gerade heute diesen Anfall bekommst. Hol euch alle der Teufel. Wirklich so gesagt. Genau so hat sie gesagt. Ich komme um Punkt 10 Uhr. Brigari! Brigari! Hat sie wirklich gesagt? Um 10 Uhr? 10 Uhr. Mach die Fensterladen zu. Fest! Fest zu! Was stehst du noch da? Dummkopf! Hol Sekt, Wein, Kaviar, Konfekt! Lauf doch! Dass niemand davon erfährt, dass sie kommt. Niemand! Vor allem Mika darf nichts erfahren. Ja nicht der erste Anfall, den er hat.
Abend, mein Lieb. Wo ist sie? Sag, wo sie ist! Nicht zu Hause. Sag doch, wo sie ist! In Moorkirche. In Moor. Bei den Zigeunern. Mit wem? Warum? Sie ist zu ihrem Ersten gefahren. Zu ihrem Polen, von dem ich Ihnen erzählt habe. Und ich? Lu. Um Gottes Willen, was haben Sie denn getan? Was ich getan habe, das werde ich verantworten. Fahren Sie nicht hin!
Mann, ist schon fertig der Roman. Mann, Frau, Mann, ist schon fertig der Roman. Ach, wie komisch, ach, wie drollig, warum sind Sie kinderlos? Sind doch wirklich schön und mollig, ich versteh nicht, was ist da los? Nur nicht weinen, nicht bereuen, ist der eigene Mann so schlecht, suche schnell dir einen neuen und die Sache wird schon recht. Nur nicht weinen, Ach so, bereuen, ist der du hast mir also verziehen. Ja? Ja? Ich verzeihe dir alles. Welche Großmut. Und dass du mich vor 3 Jahren genommen und dann auf die Straße geworfen hast? Auch das willst du mir verzeihen. Aber ich bin doch kein kleinlicher Mensch. Alles soll vergessen sein. Alles vergessen? Was sie sagen? Auch dass sie mich zur Dirne gemacht haben? Alles vergessen? Welch edle Ritter sind sie geworden. Und das alles nur, weil sie glauben, dass sie mein Geld bekommen. Du bist auch gekommen, um mir zu verzeihen. Oh nein. Ich bin gekommen, dich um Verzeihung zu bitten. Ich bin froh. Froh bist du? Grusch. Froh? Froh? Froh. Ihr seid alle meine Gäste! Hier sind 1000. Nehmen Sie und verschwinde. Was? Sie bieten mir Geld? 1000? Wenn ich sage 1000, dann 1000. Nehmen Sie ihn und geh zu einem Teufel. Und das für immer, verstehst du? Ja, sind fort. Halt's Maul!
würde ich hingeben. Für ein Jahr mit dir. Schön auf der Welt zu leben. Gruschenka. Wenn nur dieses Blut nicht wäre. Was für Blut? Du? Was redest du von Blut? Gruschenka. Oberleutnant Karamasow, Sie sind verhaftet. Ja, ja. Ich verstehe. Das Blut des Alten. Ich bin schuldig. Herr Oberleutnant Karamasow, Sie sind des Mordes an Ihrem Vater Feodor Karamasow beschuldigt, der diese Nacht erschlagen worden ist. Der Alte ist erschlagen? Was? Der Alte ist erschlagen? Der Alte ist tot? Gruschen, der Alte ist tot. Mitya! Den Grigori, den habe ich erschlagen. Aber an dem Blute meines Vaters bin ich unschuldig.
Um den alten Diener Gregori brauchen Sie sich nicht zu sorgen. Der ist nur leicht verletzt. Aber gerade er hat Sie als den Mörder Ihres Vaters bezeichnet. Er lebt? Grigori, der... Gruschenka! Ich bin kein Mörder. Mitya. Ich glaube dir, Mitya. Das ist Gruschenka. Führen Sie die Frau fort. Mitya! Mitya! Ich bekenne mich schuldig der Trunkenheit, der Ausschweifung und der Gewalttätigkeit. Aber an dem Tode und der Beraubung des Greises meines Vaters bin ich unschuldig. Das behaupten Sie jetzt seit 3 Tagen. Aber das bringt uns nicht weiter. Das Gericht braucht Beweise. Und die Beweise sprechen gegen Sie. Ja, glauben Sie denn, ich würde es vor Ihnen verheimlichen, wenn ich meinen Vater erschlagen hätte? Es ist wahr. Ich wollte ihn erschlagen. Ich wollte ihn erschlagen. Aber vielleicht hat in dieser Minute jemand auf der Erde geweint um mich. Oder stand meine verstorbene Mutter neben mir? Ich weiß es nicht. Aber der Teufel in mir war besiegt. Ist das alles, was Sie in Ihrem Schlusswort zu sagen haben? Ja. Alles. Meine Herren Geschworenen, Sie stehen vor einer schweren und verantwortungsvollen Aufgabe. Es ist meine Pflicht, Sie auf diese Verantwortung aufmerksam zu machen. Sie müssen alle Zeugenaussagen und Indizien, die für und gegen den Angeklagten sprechen, in ihrer Gesamtheit in Betracht ziehen. Das Geschworenengericht ist ein Gericht des Gewissens. Und nun ist es bei Ihnen, meine Herren Geschworenen, nach bestem Wissen und Gewissen das Urteil zu finden. Wie lange glauben Sie denn, dass die Beratung dauern wird? Hoffentlich nicht zu lange. Ich würde jetzt gerne ein Glas Tee trinken. Mit Zitrone. Nachdem wir nicht geraucht. Nein. An die Plätze, bitte. Bitte schön. Meine Herren, viel zu beraten gibt es da eigentlich nicht.
Du hast den Alten erschlagen. Du bist der Mörder. Wussten Sie das nicht? Wir beide sind die Mörder. Sie und ich. Meiner Meinung nach ist alles klar. Nichts ist klar. Die Rolle des Dieners Merdjakow ist nicht genügend geklärt. Aber es ist doch bewiesen, dass Merdjakow zur fraglichen Zeit bewusstlos in einem epileptischen Anfall lag. Vielleicht hat er den Anfall nur simuliert, um ein Alibi zu haben. Aber meine Herren, Sie können doch nicht einfach die Aussage der Sachverständigen übergehen. Es ist festgestellt worden, dass Merdjakow noch heute an den Folgen jedes Anfalles leidet. Die Ärzte befürchten sogar, dass er wahnsinnig wird. Darum sagte ich Ihnen an dem Abend kurz vor dem Mord, ich habe so eine Vorahnung. Und Sie sind trotzdem abgereist. Sie haben mich sehr gut verstanden. Sie sind doch ein kluger Mensch. Nur haben Sie geglaubt, dass Ihr Bruder den Alten erschlagen wird. Das glaubte ja auch ich. Aber er hat ihn nicht erschlagen. Das war der einzige Fehler in meiner Berechnung. Was auch geschieht, ich werde immer bei dir sein. Um den Verdacht von mir abzulenken, habe ich einen Anfall simuliert. Gegen 10 Uhr hörte ich den Schrei Grigoris im Garten. Ich ging vorsichtig in das Zimmer des Alten. Er stand am Fenster. Ich musste ihn selbst erschlagen. Warum hast du ihn erschlagen? Wegen des Geldes. Im Kuvert. Ich wollte nach Frankreich fahren. Nachher bekam ich einen echten Anfall. Da zerbrechen sich die Herren des Gerichts wochenlang die Köpfe. Eine Unzahl Zeugen marschiert auf und belastet meinen Bruder. Und dem Herrn Staatsanwalt gelingt der lückenlose Indizienbeweis. Steh auf! Du kommst mit mir aufs Gericht und wirst alles gestehen. Wo ist das Geld, das du geraubt hast? Das Geld? Sie wollen Ihren Herrn Bruder herausholen? Wie Sie wollen. Hier! Diejenigen Herren Geschworenen, die überzeugt sind, dass Dimitri Karamasow der Ermordung und Beraubung seines Vaters schuldig ist, mögen die rechte Hand erheben. Aber meine Herren, Sie verurteilen ja einen unschuldigen Menschen. Das Gericht kommt. Bitte aufstehen.
Smertjakov geraubt hat. Mitya, du bist frei. Mischa, du bist frei! Und lass ich den Saal räumen. Was wünschen Sie? Smertjakov ist hier. Er wird sein Geständnis vor Gericht wiederholen. Wir beide sind schuld. Führen Sie Smertjakov herein. Zeuge Smertjakov kann nicht mehr vernommen werden. Er hat sich soeben im Gerichtskorridor erhängt. Aber er hat mir den Beweis übergeben. Das Geld. Das geraubte Geld in dem Päckchen. Hier ist kein Geld. Hier ist ein Brief. Meine Gruschenka, gequält hast du mich. Ich werde jeden erschlagen. Hier steht Ihr Name. Haben Sie diesen Brief geschrieben? Ja, der Brief ist von mir. Ich habe ihn an jenem Abend geschrieben. So. An jenem Abend, als Sie Ihren Vater ermordeten. Ich habe es nicht getan! Aber hier steht, wenn du heute Abend zu meinem Vater gehst, erschlage ich ihn. Heute noch erschlage ich ihn. Sibirien. Gruschenka, weißt du auch, was du tust? Ja, Mitya. Auch in Sibirien leben Menschen.